Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mobilwetterfreunde, wir haben lang nichts von uns hören lassen, dafür jetzt einmal ein bisschen mehr. Wir führen ein Resümee mal durch, 2 Jahre Mobilwetter Kajakt 89, das zeigt man euch heute mal und wir bedanken uns für die vielen Abonnenten, für die zahlreichen Zuschauer, für die positiven Zuschriften und positiven Resonanzen. Ja, da fangen wir am besten gleich einmal an. Jetzt auf den Monat genau haben wir unsere Mobilwetter Kajakt 89, 2 Jahre hier in Nutzung. Wir haben zurückgelegt ca. 30.000 Kilometer und sind vollauf begeistert nach wie vor. Wir zeigen euch ganz einfach mal auf, was haben wir zusätzlich mit Serie bestellt, was ist hier ab Werk mit verbaut gewesen, was haben wir zusätzlich nachrüsten lassen. Das werden wir euch mal zeigen. Dann werden wir euch mal zeigen Vor- und Nachteile von gewissen Dingen, die wir hier in der Kajakt haben. Und wir zeigen euch auch einmal auf, welche Mängel mit dieser Kajakt wir hatten. Es wurde ja alles weitestgehend zu unserer Zufriedenheit abgestellt. Ganz kurz noch einmal zu den technischen Daten. Wir haben hier die Kajakt 89 mit Heavy Chassis, 4,4 Tonnen und 2,3 Liter Motor mit 150 bzw. 160 PS. Das war für uns natürlich wichtig gewesen. Natürlich auch speziell zur Zuladung, weil wir natürlich auch für die Zuladung oder auf die Zuladung Wert gelegt haben oder Wert legen. Wie schon erwähnt, war für uns die Zuladung wichtig und natürlich auch das Raumgefühl bzw. die Länge. Somit sind wir hier auf 7,50 Meter knapp gegangen und von der Höhe haben wir uns reduziert. Wir sind auf 3 Meter gegangen von 3,40 Meter. Ja, was wurde alles serienmäßig verbaut in der Kajakt? Zu diesem Heavy Chassis, die 4,4 Tonnen, zusätzlich noch das Luftfahrwerk einbauen lassen. Hier sehen wir das Zweikreis Luftfederungssystem, was wir hier einbauen lassen haben in der Hinterachse. Zusätzlich dazu, um ein besseres Fahrgefühl zu erhalten. Zu der Luftfederung muss ich natürlich auch sagen, dass es ein Kauf war für uns oder eine Anschaffung war, eine Ausrüstung war, die für uns sich absolut gelohnt hat, vom Fahrgefühl, von der Zuladung, Fahrsicherheit und so weiter. Ja, was haben wir noch weiteres zusätzlich hier einbauen lassen? Und zwar die Problematik Gas war für uns ein ganz wichtiges Thema. Da haben wir uns ausgiebig damit beschäftigt und vor 2 Jahren war das noch nicht so aktuell. Jetzt ist es aktuell denn je. Unsere Gasanlage, die werden wir hier auf jeden Fall den Film, die Vorstellung noch mal mit verlinken. Da könnt ihr euch das noch mal mit anschauen. Lohnt sich das nicht? Für uns hat sich das definitiv gelohnt. Es hat sich natürlich auch bezahlt gemacht in den Zeiten, die wir zurzeit haben, wo alles geschlossen ist und man kaum noch irgendwoher Gas bekommt. Das ist unsere Gasanlage, die wir uns haben mit zusätzlich einbauen lassen. Wir haben 2 Gasflaschen von Alugas, 14 Kilo mit einem Befüllstutzen und nochmal einem Außenanschluss für Gasgrill und so weiter oder für Vorzeltheizung. Also wunderbar, man fährt ran an die LPG-Tankstelle und füllt hier sein LPG-Gas problemlos auf. Die Vorteile liegen natürlich für uns klar auf der Hand. Natürlich gibt es auch Nachteile, aber die Vorteile für so einer Gasanlage überwiegen bei uns. Schaut euch das ganz einfach mal an hier in dem Film. Ja, liebe Freunde, was haben wir noch nachrüsten lassen? Zu einem haben wir auf dem Dach nachrüsten lassen 3 Platten A110 Watt Solar. Und wir haben uns damals noch dazu entschlossen, eine mobile bzw. ein Solarpanel zum Aufstellen vom Wohnmobil mit dem Anschluss hier zu nutzen. Haben wir aber aus Erfahrungswerten noch nie gebraucht, weil die 300 Watt, die wir hier auf dem Dach haben, für uns vollkommen ausreichen und die Batterien natürlich zügig und schnell geladen sind. Ja, was von uns von großem Vorteil natürlich auch ist, sind die
großen Garage mit den 2 großen Türen rechts und links. Und was wir natürlich auch sehr viel nutzen, ist diese Außendusche. Wir haben es hier, Außendusche, Warm- und Kaltwasser. Die Außendusche nutzen wir sehr viel im Sommer auf Stellplätzen, Campingplätzen oder wenn wir frei stehen. Wir stehen ja vorwiegend frei, da wird diese Außendusche sehr viel genutzt. Ja, liebe Freunde, nicht nur die Ausstattung hat uns begeistert und die Größe hat uns damals begeistert, eine Kajyacht zu kaufen, sondern natürlich auch die Verarbeitung und die Bearbeitung. Das heißt, das Wohnmobil, das Reisemobil besteht komplett aus GFK, GFK innen und außen, oben und unten. Das heißt, wir haben überall GFK, somit auch nicht anfällig. Und die Kajyacht ist auch eines der wenigen Reisemobile, voll integrierten Reisemobile, die hier einen Überrollbügel verbaut haben. Im vorderen Bereich, genau hinter der Fahrerkabine, befindet sich der Überrollbügel hier im Aufbau. Das war natürlich mit eines unserer Beweggründe, einen voll integrierten zu kaufen, nach eindringlichen Recherchen und Informationen. Ja, liebe Freunde, nicht nur das äußere Design von der Kajyacht hat uns begeistert, natürlich auch das Innendesign der Kajyacht. Die Abstimmung, Holz, Farbe, das Lichtdesign hat uns voll begeistert. Wir haben die Lederausstattung und so weiter. Also das hat uns natürlich vollkommen inspiriert. Die Aufteilung unseres Wohnmobils, das ist natürlich Geschmackssache. Da gibt es einige Grundrisse. Wir haben den Grundriss Queensbett hinten, höhenverstellbares Queensbett, Raumbad, Dusche links, Bad, Toilette rechts und die 2 Türen nach hinten, einmal die normale Tür und einmal die Schiebetüren. Das hat uns begeistert, das war von uns von großer Wichtigkeit und von Vorteil. Das ist unser 4. Reisemobil. Natürlich sieht man im Vergleich her, jetzt wie sind die Verarbeitungen von solchen Reisemobilen und so weiter. Eins muss ich erstmal vorneweg sagen, Problem haben wir mit jedem Reisemobil gehabt, kleinere und größere. Selbst auch mit diesem Reisemobil hat man seine Probleme. Ich muss erstmal dazu sagen, zu den kleinen Problemen, die kann man zügig und schnell beheben. Schrauben, Scharniere und so weiter. Das sind von uns aus gesehen auch keine Menge, weil das kann man beheben. Das ergibt sich auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Nutzung. Größeres Problem haben wir gehabt, da werden wir hier nochmal mit verlinken im Film, den Motorschaden, der Abriss der Halterung der Abgasrückführung. Das hat aber nichts mit Mobilwetter zu tun. Das war auch eine Rückrufaktion von Fiat damals gewesen. Das sehen wir auch hier im Film. Dann haben wir gehabt den Komplettausfall unseres Kühlschrankes Tedford. Wir haben ja hier den Tedford Tower verbaut, den N3150. Wir hatten die Probleme, dass er weder in Gas 12 und 230 Volt gekühlt hat oder ausreichend gekühlt hat. Und da haben wir anstandslos innerhalb von kürzester Zeit einen neuen Kühlschrank bekommen von Tedford. Der wurde uns auch auf Garantie kostenlos hier im Wohnmobil verbaut. Das haben wir alles hier nochmal mit im Film. Und das war auch eines mit der größeren Probleme. Dann hatten wir noch ein Problem gehabt, und zwar die Wasserleitungen, die Wasserrohre, die hier verlegt sind. Wir hatten, muss ich mal zählen, dreimal ein Leck, zweimal in Kaltwasser und einmal in Warmwasserleitungen ein Leck. Das wurde natürlich von Mobilwetter anerkannt als Garantie und es wurden komplett alle Leitungen hier im Wohnmobil getauscht. Schlussfolgerung, es war ein Herstellungsfehler vom Hersteller von diesen Schläuchen. Diese Schläuche waren ganz einfach mit der Zeit porös geworden. Da hat die Mischung wahrscheinlich nicht gestimmt. Kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall war das ein Problem, was natürlich auch vom Mobilwetter anstandslos geklärt und geregelt wurde. Was hatten wir noch
Ein weiteres Problem, was wir hatten, war das mit der Aufbautür von Seitz. Diese Sicherheitstür von Seitz, da hatten wir das Problem mit diesen Federn und der Verriegelung, der Zentralverriegelung. Und zwar haben wir jetzt hier die zwei Verriegelungen oben und unten, die hier beim Zuziehen der Tür in diese Verriegelung einhaken. Das funktioniert natürlich nur mit diesen kleinen Federn, die da drin verbaut sind. Dann wird die Tür auch richtig rangezogen und es funktioniert die Zentralverriegelung und das automatische Licht. Bei uns sind die Federn nach und nach gebrochen gewesen und wir haben das auch im Film, das könnt ihr hier nochmal mit nachschauen, im Film hier oben werden wir euch das nochmal mit verlinken, diese beiden Federn ausgewechselt. Geht relativ einfach, in einer halben Stunde ist das Geschichte. Und ich zeige euch mal die kleinen Federn, die schauen so aus. So schauen die aus. So, die sind nicht sehr groß, ca. 1,5 cm lang. So, und die sind in der Seitstür verbaut und die haben wir eigenständig gewechselt. Und das ist wahrscheinlich auch eine Materialermüdung oder ein Materialfehler gewesen von den Federn. Wir haben jetzt hier extra harte Federn in dieser Tür uns eingebaut. Ja, liebe Freunde, das war es erstmal mit den Mengen gewesen, was sich natürlich auch im Laufe der Zeit, 30.000 Kilometer Nutzung des Reisemobils hiermit hervortun. Ich bezeichne das mal nicht als Mängel, das sind ganz einfach Sachen, das kann passieren, das ist möglich. Jetzt kommen wir ganz einfach nochmal zu den Ausstattungen, den Zusatzausstattungen, die wir mehr oder weniger hier mit drin hatten, im Paket oder wie auch immer, die wir regulär auch nicht bestellt hätten, aber jetzt auch nicht mehr missen würden. Zum einen wäre das der Backofen. Wir hatten vorher nie einen Backofen. Wir wären auch nie auf die Idee gekommen, uns einen Backofen zuzulegen. Wir haben den Backofen und wir müssen sagen, wir nutzen den Backofen sehr oft, auch für Gerichte, Brötchen aufbacken, Aufläufe und so weiter. Also nichtsdestotrotz, auch obwohl wir einen Omnia haben, nutzen wir diesen Backofen hier sehr häufig. Ja, und wie viele wissen, haben wir ja hier im vorderen Bereich dieses Hubbett in der Kajach. Das Hubbett 2 Meter, 1,95 Meter mal 1,60 Meter. Hier haben wir natürlich die normale Werksmatratze drin, die hier von Mobilwetter drin ist. Die ist natürlich auch super, die ist auch okay, da kann man auch wunderbar drinnen schlafen. Wir haben aber hinten in unserem Queensbett die Matratzen komplett austauschen lassen und da haben wir uns eine Komplettmatratze hier eingesetzt. Und wie man das hier sehen kann, schon von der Stärke her ist das eine nicht übliche Matratze. Wir haben hier eine Matratze von, muss ich mal überlegen, die ist von Schlaraffia, eine entsprechende Größe, 1,50 haben wir ja hier das Maß mal 1,95 und wir haben uns die Matratze dann hier, die wir bestellt haben, ich mache es mal auf, das Schlaraffia Inlay haben wir uns dann zurecht genäht. Und den Matratzenkern, wie wir den jetzt hier drin haben, den haben wir uns zurechtgeschnitten. Und somit haben wir hier die gleichen Matratzen wie bei uns im Schlafzimmer. Natürlich gibt es auch im Wohnmobil- und Campingbereich viele Hersteller, die solche Matratzen hier anbieten. Aber vor 2 Jahren wollten wir ganz einfach genau die gleiche Matratze, die wir zu Hause haben. Somit haben wir uns dann entschlossen, eine Matratze hier zu kaufen von der Firma Schlaraffia und haben uns dann die Matratze hier selber zurechtgeschnitten, den Bezug angepasst und seitdem haben wir hier die Matratze drin. Hier sehen wir auch noch mal das Raumbad. Wir haben jetzt hier die Dusche, die große Dusche mit Beleuchtung, das Design. Da sind wir nach wie vor begeistert davon. Ja, und hier haben wir das Bad und Toilette. Zusätzlich haben wir uns hier einen Spiegel angebracht, weil wir hier im
Raumbad diesen Spiegel über Eck haben. Und wir hatten immer Probleme, auch früh beim Zähneputzen oder beim Haare frisieren, dass man immer ein Problem hat mit diesem Eckspiegel, mit Verwechslung der Richtung der Arme und so weiter. Das war halt unser Problem gewesen. Deswegen haben wir hier an dieser Seite uns nochmal diesen Spiegel angebracht. Der ist auch von Nutzen. Wir wollten erst einen großen Spiegel an der Türe machen. Da haben wir aber bis jetzt noch keine effektive Lösung hier gefunden. Vom Gewicht her oder von der Anfälligkeit trägt das die Tür. Somit sind wir mit dieser Lösung hier sehr gut zurechtgekommen. Größe und das Raumgefühl ist natürlich auch entscheidend. Das war natürlich auch für uns entscheidend. Das Modell, diese Kajak, wird natürlich auch angeboten mit 3,5 Tonnen. Da muss ich bloß mal dazu sagen, wir sind von vornherein auf das Mehrgewicht gegangen, auf die Mehrzuladung gegangen. Und wir haben das Fahrzeug komplett leer gehabt und sind auf die Waage gefahren mit Gasanlage, mit Zubauten, Sattanlage, Solar, Luftfederung und so weiter. Da lagen wir bei einem Gesamtgewicht inklusive voller Tank, voller Wassertank, voller Dieseltank, waren wir bei einem Gesamtgewicht von 3410 Kilo. Da waren wir schon weit dran an den 3,5 Tonnen. Das ist auch mal ein Beweis dazu, wenn man so ein Fahrzeug roh kauft, die Zubauten zum Reisemobil sehr viel Gewicht mit dazu bringen. Dann haben wir unser vorhergehendes Wohnmobil ausgeräumt, haben aussortiert, was wir nicht mehr brauchen, haben dann danach das Wohnmobil eingeräumt und wo wir es komplett eingeräumt haben, bin ich wieder auf die Waage gefahren und da waren 300 Kilo zusätzlich dabei, ohne den 2 Personen, die noch mitfahren. Also sehen wir schon mal, was wir hier an Gewicht noch mal mit draufgepackt bekommt, wenn man so ein Wohnmobil einräumt. Das ist wichtig auch für Neue. Man täuscht sich enorm. Und auch die Zubauten am Wohnmobil, da wird das mal nachgerüstet, das mal nachgerüstet. Das sind alles Kleinigkeiten, aber das ist natürlich auch Gewicht. Wir haben zusätzlich verbaut hier 2 Bordbatterien, 120 Ampere-Stunden. Das sind noch AGM-Batterien. Wir kommen mit den AGM-Batterien sehr gut aus. Lithium wird sicherlich für uns einmal eine Geschichte werden. Solange wie die AGM-Batterie ihren Dienst tun, werden wir die auch nicht tauschen. Wir haben einen Wechselrichter verbaut, 3000 Watt, damit wir unsere Kaffeemaschinen hier, die wir hier haben, mit betreiben können. Da haben wir auch mal einen Film drüber gemacht. Ja, zusätzlich haben es viele schon gesehen. Unsere 2 Fernseher, die wir hier haben, einmal vorn, einmal hinten, die laufen jetzt komplett über WLAN. Viele fragen dann, was würdest du wieder verbauen lassen? Was würdest du wieder nutzen? Was würdest du nicht mehr machen? So, es gibt jetzt nicht, was ich nicht mehr machen würde. Das Einzige, was ich nicht mehr bräuchte und nicht mehr zubauen würde, wäre einen zusätzlichen Anschluss, wie wir es vor uns gesehen haben im Film, weil wir das kaum nutzen, beziehungsweise wir haben es nie genutzt. Was würde ich zusätzlich nehmen? Zusätzlich würde ich auf jeden Fall das neue Automatikgetriebe von Fiat. Das fehlt, wir haben ein Schaltgetriebe. Das wäre auf jeden Fall, was ich zusätzlich noch mitnehmen würde. Wenn wir reisen, liegen wir vom Gewicht immer jetzt so bei 4,15 Tonnen. Das ist unser normales Reisegewicht, egal ob Sommer wie Winter. Somit ist unser Resümee: Mobil-Vetta Kajakt, fühlen uns pudelwohl in der Kajakt. Es ist immer ein Erlebnis, ein Gefühl, mit dem Wohnmobil zu reisen. Von der Motorisierung her vollkommen ausreichend. Tempomat rein bei 95 km/h, funktioniert wunderbar. Dieseltank haben wir drin, einen 90 Liter Dieseltank und natürlich die Zuladung. Was ich wieder nach wie vor sage, die Zuladung ist ganz maßgeblich. Wo wir immer wieder begeistert sind, ist natürlich auch unsere Gasanlage. Das Resümee nach 2 Jahren: Wir sind top zufrieden. Wir sind begeistert mit dem Wohnmobil von Mobil-Vetta. Wir fühlen uns wohl. Fragen, Anregungen ganz einfach mal unten in die Kommentare, falls wir was vergessen haben. Ist jemand was aufgefallen jetzt, was er wissen möchte? Fragt ganz einfach.
Wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt schön gesund. Wenn wir wieder reisen dürfen, dann sehen wir uns. Bis dahin. Tschüss.